Hallo. Nein, ist ein Weiberl. So, Entschuldigung. Eigentlich müsste bei jeder Begehung am Fels ein Schiedsrichter dabei sein. Findest du das, oder? Dazu sage ich gar nichts dazu. Drück Play jetzt. Nein. Drück Play. Nein, okay. Oder fahren wir das Stück mit meinem Auto? Ja, da muss ich den Schlüssel reparieren lassen anscheinend. Gehen wir zu Fuß einfach, oder? Soll ich einen Handstand auf der Kante machen? Wer ziemlich cool ausschaut, finde ich, ist der pinke Dom. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man, wenn du jetzt den Publikumsroutenbau baust, dass man den Leuten einfach zuschaut beim Klettern, weil da siehst du am meisten, finde ich. Ja. Darum haben wir ja das Büro da herum, dass wir gut zuschauen können. Ja. Das ist ja. Andi ist einer der wenigen professionellen Routensetzer, finde ich, die gute, leichte Boulder bauen können. Das hast du das erste Mal gesagt. Nein, wirklich. Nein, bin ich jetzt Ich kenne nur zwei. Das ist lieb. Das eine ist der Jan und das andere bist du. Was für Jahren? Der Jan, der das Wiener Würstchen, sagen meine. Was, der Jahren? Ja. Die Wettkampfroutensetzer schrauben gern am oberen Ende des Übergangsbereiches. Und der Andi macht es nicht. Der finde ich, bringt schon eine gute Abwechslung rein. Geht schon? Das, wer sagt sowas? In Wirklichkeit haben Routensetzer nicht wirklich eine Ahnung, was sie machen. Das ist aber sehr reißerisch jetzt. Ich glaube, es kommt immer auf Setting drauf an, oder? Wo man arbeitet und für was man arbeitet. Und es gibt so viele Perspektiven, wann ein Boulder gelungen ist. Da ist wiederum, was vielleicht das Publikum an Feedback gibt, sofern man das mitkriegt, ob das passt oder nicht. Und dass die Leute wieder zurückkommen und viel Bouldern kommen und Spaß daran haben. Was ist perfekt, oder? Man muss halt offen bleiben für was perfekt ist. Wenn ich immer auf dem beharren will, dass ich sage, okay, ich habe schon meine Ideen, die ich gerne umsetzen möchte, die dann so funktionieren sollten. Manchmal funktioniert es aber auch gar nicht. Da muss ich ja offen sein, dass es vielleicht oft nicht so ist, wie ich mir das vorstelle. Andere Leute klettern halt irgendwas, das kann genauso cool sein oder ist nicht richtig oder falsch. Im Endeffekt bleibt es eine mehr oder weniger kreative Arbeit, glaube ich. Das macht es auch so schwierig und so schwer zu messen, finde ich. Ich würde jetzt nicht sagen, Routensetzer sind Künstler, das war fix hochgestochen. Aber ich kann mir vorstellen, keine Ahnung, dass bei anderen kreativen Berufen genauso ist. Du kommst halt nicht, manchmal geht es halt nicht. David, die Sonne geht unter. Ja, passt. Letzter Punkt. Ha? Aber jetzt waren wir gerade so in einem guten Gespräch drinnen. Eigentlich redest du die ganze Zeit. Das ist mein Boulder, wo jetzt klein war, vergiss das. Dazu sage ich gar nichts dazu. Drück Play jetzt. Nein. Drück Play. Nein, okay. And now moving on to the second boulder, the slat. We will go back to Julia Fischer. And that looks a little bit wide. It really looks like she's really, It's really frustrating when you're for us, nevertheless, an athlete, to see somebody who cannot just make the start. That's, yeah, a little bit of annoying. Yes, now yes. okay, so she's really a little bit too short. Ja, das war schon ein eindeutiger Größennachteil. Ist das dein größter Fail in deiner Wettkampfkarriere? Nein, das ist Kacke. Das darf ich nicht sagen, gell? Das ist schlecht, wenn sowas passiert. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, wir haben nicht, ohne dass ich die Julie unterschätzen will jetzt, man hat oft so seine imaginäre Finalliste von Athletinnen und Athleten, die kommen oder die dann im Finale sind. Und da war, glaube ich, die Julie nicht drauf oder wir haben einfach vergessen drauf. Und wir haben wirklich nicht abgemessen bei dem Abstand. Und wahrscheinlich habe ich getestet, ich habe lange Asteln. Der Mauro Schwarster hat vielleicht probiert, der hat, glaube ich, die längsten Arme, die es gibt auf der Welt. Und wir haben, also
wie ich dann gestanden bin und das gesehen habe, habe ich gedacht, scheiße, okay, keiner hat probiert, ob das wirklich zweit ist. Es war nicht cool. Man ist zwar in die Startposition wenigstens gekommen, aber es ist halt viel schwerer, wenn man so ausgestreckt ist und man hat überhaupt kein Spiel rechts und links, dass man aus der Position wegziehen kann und hupfen kann. Natürlich war es schwerer und unfair in der Situation für sie. Lässig ist es, wenn wer mittestet, der so klein ist. Oder wenn Frauen mittesten. Im besten Fall, oder Frauen mitbauen im besten Fall. Das glaube ich schon, aber man probiert als Mann halt auch. Ja, ich muss es einschätzen können und ich muss das Starterfeld kennen und überlegen, wie groß es ist. Bei Jugendbewerben ist es vielleicht noch essentieller. Oder ich glaube auch im Publikumsbereich ist es genauso wichtig. Passt. Gehen wir auf? Gehen wir auf, ja. Da wo der Schornstein ist, ist das. Ich glaube, man sieht es nicht gut. Ich muss sich enttäuschen, David. Jetzt sind wir da eine halbe Stunde aufgegangen. Ja, und vielleicht sieht man es vom Turm, aber da müssen wir noch weiter aufgehen. Aus. Geöffnet am Mai, das war jetzt im Winter immer offen, jetzt muss das Scheiß da hin. Die Leute mit einem Scheiß. Flaschen, das ist nicht cool, gell? Wie alt ist sie, hast du gesagt? 11. Geht sie noch brav, oder? Wenn sie motiviert ist, schon. Wenn sie nicht motiviert ist, macht sie gar nichts mehr. Sie ist halt auch stur. Von wem sie das wohl hat? Maria wahrscheinlich. Ich habe was mitgebracht. Aha. Das bin ich. Da war ich noch ganz jung und habe echt einen lässigen Helm aufgehabt. Auf der Grießmauer waren wir da. Mein Papa ist früher geklettert, hat aber aufgehört, schon bevor ich damit angefangen habe. Aber ich habe halt immer viel Berg gehen müssen und viel Radl fahren müssen. Also war ich schon. Also ich bin auch in der Nähe von Leoben aufgewachsen, also waren wir schon viel in die Berge unterwegs, zumindest ein bisschen in Alpina im Gelände nicht. Und dann, wie ich im Gymnasium war, 2003 oder so, hat es bei uns so eine Freizeit-Neigungsgruppe Bergsport, hat das geheißen. Das hat bei uns eine Lehrerin angeboten, wo man halt ein bisschen einen Beitrag gezahlt hat und die haben dann so Ausflüge gemacht, Klettern oder Skitouren gehen oder Wandern. Das war ganz cool von unserer Schule aus und da sind wir manchmal klettern gegangen. Davor bin ich war kurz im Fußballverein, aber kurz im Handballverein, aber das hat mir alles nicht so Spaß gemacht. Ich weiß nicht, was es war, aber du hast halt Match fahren müssen, du hast halt Training gehen müssen, du hast dort sein müssen und da war es immer so, also nicht alle Beißer, die dabei waren, mir jetzt nicht 100% taugt, glaube ich auch. Und dann, ja, ich weiß nicht ganz genau, was dann passiert ist. Dann habe ich mir gedacht, ja, irgendwie bin ich da reingekippt, ich weiß nicht. Das waren vielleicht auch durch Vorbilder. Mein Papa ist mit mir klettern gegangen. In der Schule war Daisy, hat sie geheißen, und die Tochter von ihr war in meiner Klasse, die Neigungsgruppe organisiert hat. Und der Vater von ihr, also der Ex-Mann von ihr, war halt Bergführer, der Kanescher Robert, und der ist viel klettert in die 80er und 90er bei uns. Er war ein wirklich guter Kletterer. Und dann habe ich eigentlich den dann oft mitgenommen. Und zu dem habe ich auch ein bisschen aufgeschaut. Der war eigentlich eine coole Einstellung gehabt. Und der hat mich immer so ein bisschen weiter vermittelt. Irgendwann bin ich dann klettern gegangen und habe mir irgendwann, kann ich mich noch erinnern, in Graz beim Northland ein Crashpad gekauft. Komischerweise zum Bouldern, weil ich keinen gefunden habe in meinem Ort, der dann mit dem Seilklettern ist. Der eine Freund von mir hat irgendwann aufgehört und hat zum Golfspielen angefangen. Und ich bin irgendwie dabei geblieben und habe mir ein Crashpad gekauft. Ich glaube sogar beim Bernd Schlögl. Bin mir nicht sicher, aber es hat irgendein Geschäftler hat es mir verkauft. Und dann habe ich angefangen, es hat irgendwie keine Halle gegeben, außer beim Kanescher Robert daheim, der hat so einen Wandel gehabt. Und ein Griffbrettler habe ich irgendwann gekriegt, mit 16 oder so. Und dann bin ich bei uns, es war wahrscheinlich mit 16 im Ort, gibt es halt so Kalkwandeln und Kalkfösen. Also jetzt würde man sagen irgendwas. Aber halt irgendwann bin ich allein losgegangen und habe halt ein bisschen geputzt und bin einfach um und um gepolert. Das habe ich gemacht. Und manchmal aufs Griffbrettel gehängt, was auch immer. Und oft war es ein Highlight, dann sind wir mit der Schule, so mit der Gruppen, mit der Bergsportgruppe nach Baklenitz oder so gefahren und durchgeklettert. Du hast gesagt, du hast zum Robert so ein bisschen aufgeschaut. Also was waren da Sachen, die du quasi von ihm mitgenommen hast? Ich glaube, wenn man so lange klettert und dabei bleibt und das dann immer noch ganz gern macht, dann hat man schon viel gesehen und kann auch viel weitergeben, nehmen wir an. Schon ganz gut. Also viel habe ich damals sicher nicht verstanden, viel hat er jetzt nicht geteilt, aber man hat schon ein paar so grundlegende Sachen
mitkriegt, wie Respekt. Das ist wurscht, ob das jetzt einer gegenüber war oder dort auf dem Fels, wo man geht oder wo man hinfährt. Schon. Und auch mit der Natur umgehen, auch wenn es wieder ein bisschen androschen klingt, aber ich glaube, es ist schon was Wichtiges. Das habe ich aber vorher auch durch meine Eltern kennengelernt, mit denen bin ich rausgegangen und am Berg gegangen und war mir nie so bewusst, wie wichtig das sein könnte, aber es ist mir jetzt schon bewusst, wenn man vielleicht mit anderen vergleicht, die nie die Möglichkeit gehabt haben. Jetzt kommen wir in mein Lieblingsthema. Mir ist es einfach zu mühsam, was ich meine. Jeder soll machen, was er will, aber irgendwie ist es dann auch nicht so, gell? Okay. Eigentlich müsste bei jeder Begehung am Fels ein Schiedsrichter dabei sein. Findest du das, oder? Ja, das ist eine schwierige Frage. Es ist nicht. Keine Ahnung, genau, das ist ja das Lässige dran, oder? Dass jeder, unter Anführungszeichen, jeder machen kann, was er will. Wie ich gesagt habe, wenn vielleicht kein Verein ist, obwohl es jetzt aufgesplittet ist, wenn man Wettkampf geht, dann ist man im Verein, dann ist man in Trainingsgruppen, oder? Dann ist es ja reglementierter. Aber das Felskaten ist ja das Coole, du kannst gerne rausgehen und kannst eigentlich machen, was du willst. Aber auch wieder nicht komplett. Ich finde, es gibt halt viel Leute, ja, weiß schon, ich mag nicht generalisieren, aber es gibt wahrscheinlich einige, oder manche sagen, sie geht dann nur für sich und dann redet man trotzdem über Begehungen und Begehungsstil und denke mir, okay, wenn ich nur für mich gehe, dann sicher, wenn mich wer fragt, kann ich was sagen, aber dann muss ich nicht von Haus aus damit kommen und erzählen. Und wie ich was gegettert bin, in wie vielen Tagen und wie schnell und wie viele Versuchen, das spielt halt alles eine Rolle. Und ich finde, es spielt immer mehr eine Rolle, wenn man das ist alles relativ, aber wenn man in ein hohes Niveau reinkommt, wo Profisport beginnt, da ist es einfach so, dass man sagt, ja, vielleicht brauche ich halt mal einen Schiedsrichter, weil da geht es um andere Sachen, da geht es um, ja, was weiß ich, um Sponsoren, da geht es um Geld. Keine Ahnung, rechtfertigt das jetzt auch nicht, dass man dann einen Schiedsrichter braucht. Es wäre halt cool, wenn man sich darauf verlassen kann, nach den Regeln, die irgendwelche Getterer vor Jahren aufgestellt haben, wie Rotpunktgettern, was ist Onside-Gettern, was ist Flash-Gettern, oder? Wie viel Haken hängt man vor, was auch immer. Also man, keine Ahnung, so wie man sich darauf verlässt, dass alle vielleicht ehrlich sind oder man das gern hätte, so unterschiedlich ist es auch nicht. Es gibt überall Leute dabei, die unehrlich sind, aber je mehr Leute gettern, desto mehr unterschiedliche Charaktere sind. Ich glaube, man kann es einfach so oberbrechen, oder? Sagst du einen Abschlusssatz? Schwer, das war so viel, gell? Ich will mich nicht viel vergleichen, aber man vergleicht sich ja trotzdem mit dem Sport ein bisschen, oder? Und je nachdem, wie man halt drauf ist. Bist du Wettkämpfe eigentlich geklettert? Ganz wenig, ja. Mit 18 oder so. Da habe ich leider keine Nerven gehabt. Ich glaube, es ist ein bisschen so, wo ich mit anderen schon geredet habe. Es ist einfach halt selber sehr wichtig und man legt halt auch viel Zeit und viel Energie ein, nicht? Und dann fühlt man sich halt auch ein bisschen verarscht, wenn man sich Sachen arbeitet und dann kommt man halt manchmal vor, dass vielleicht andere es ein bisschen leichter machen. Ob es so ist oder nicht, ist halt immer die Frage. Oft werden die Leute gar nicht darauf angesprochen. Man muss halt immer, finde ich, schon zu den Sachen stehen, wie man es tut. Ja, eigentlich muss bei jedem am Fels ein Climax dabei sein. Du hast das, ist es deins? Das meinst du, ja. War cool. Deswegen Alex Huber gekauft da hinten. Ja. Da ist mir High Five. Das habe ich mir lang gewünscht, da muss ich ganz ehrlich sein. Ja? Das hat mich gefreut, ja. 5 Dinge, die ich liebe. Ah ja. Lies mal vor. Felsen und Ruhe sind da. Maria, Herbst und Frühling, Begeisterung. Ja, also die Maria kommt knapp nach Sintern. Ja, ich habe das in die Mitte da, weil ich mir gedacht habe, sonst ist es zu kitschig. Ich habe
sind halt schon fein, muss ich auch sagen. Das waren nur Zeiten, gell? Passt das für dich? Passt, ja. Gut. Da waren wir, gell? Na schau. Eigentlich gerade drüben. Siehst du das? Ja. Und die Warte ist da oben. Auf dem höchsten Punkt, nicht? Kannst du dich noch erinnern, wie das Gefühl war, wie ihr das Blockhaus geplant habt? Ja, aufregend war es, also ganzes. Keine Ahnung, wenn man da sein eigenes Geschäft aufmacht, unter Anführungszeichen, dann ist das, glaube ich, immer spannend, nicht? Da steckt man viel Arbeit rein und auch Geld, nicht? Und die Garantie ist halt nie da, dass sowas läuft. Wo hättest du dich damals in 5 Jahren gesehen und ist das so ähnlich wie das, was du jetzt machst? Da die Wunschvorstellung war vielleicht so. Also, glaube ich, habe ich einen Glück gehabt. Oder vielleicht ein paar Sachen richtig gemacht und mit den richtigen Leuten, glaube ich, auch zusammengearbeitet und gemeinsam gemacht. Das ist ja nicht ich nur. Es sind so viele, die da mitarbeiten und die das machen. Dass das meiner Meinung nach so lässig ist. Aber ich jetzt mal vorgestellt, ich weiß nicht, ob ich es mir so vorgestellt habe. Ich bin jetzt nicht der nach 8 Jahren oder 7 Jahren vorausblickt und vorstellt, wie das ist, aber keine Ahnung, ich hoffe, dass ich mich immer weiterentwickeln kann. Meine größte Angst ist oft, oder größte Angst, wenn ich jetzt aufs Arbeiten, vom Arbeiten spricht, dass mir das irgendwann keinen Spaß mehr macht und dann, oder ich sehe, dass ich mich nicht mehr weiterentwickle oder nicht mehr weiterentwickeln kann. Das macht mir ein bisschen Stress, will ich nicht sagen, aber ich hoffe, dass es halt so weitergeht und das ist das Gefühl, es geht ja immer irgendwie was weiter und man kommt einen Schritt weiter und macht ein bisschen was anderes über die Jahre hinweg. Ich würde mir viel wünschen, dass ich das Ding an sich so sehe. Es gibt oft Tage dabei, da kann ich den ganzen Tag so genießen und erleben, so wie er ist. Wurscht, was jetzt rauskommt beim Klettern. Ob man irgendwo aufgreift oder nicht. Im Endeffekt ist 1% der Zeit beim Seilklettern oder beim Bouldern probieren. Nicht? Aber ich würde mir gerne für Wien wünschen, dass ich da noch mehr genießen und Anführungszeichen kann. An dem Ganzen. Und wachsen kann und mich weiterentwickeln. Ich will nicht das Gefühl haben, dass ich irgendwann stehen bleibe und immer noch zu den gleichen Felsen gehe, mit der gleichen Einstellung wie vor 5 Jahren. Das will ich nicht. Und vielleicht heißt das erwachsen werden, gell, mit einem gewissen Ausmaß. Ja, siehst du? Hast du gesehen? Den Falken? Ja, da drüben flickert, schau. Nein, der kommt wieder. Cool, dass die da herkommen, ha?